So, hallo, wieder zu einem Tutorial-Video mit FaceScreen Sim. In diesem Tutorial-Video schauen wir uns das Snapping-Objekt an aus unserem Objektkatalog. Und das Snapping-Objekt wird dafür verwendet, um schneller eben Elemente aneinander zu verbinden oder eben zu definieren, in welche Position dass diese Elemente kommen sollen. Und ich habe bereits jetzt hier in meinem Projekt einmal ein Snapping-Objekt angebracht an den verschiedenen Punkten. Und schauen wir uns doch einfach mal die Möglichkeiten an, die das Snapping-Objekt hat. Und zum einen gibt es eben die Möglichkeit zu definieren, ob eben dieses Snapping-Objekt eine Verbindung eingeht mit jedem anderen oder ob es eben einen Eingang oder dementsprechend einen Ausgang darstellt. Genauso gibt es noch zusätzlich hier die Möglichkeit, einen Typ zu definieren. Also hier lässt sich eine Nummer vergeben und somit geht eben diese Verbindung dann nur mit den Snapping-Objekten, die alle die gleiche Nummer besitzen. Und wie funktioniert das Snapping-Objekt? Das Snapping-Objekt muss eben unter 3D Camera Control dementsprechend aktiviert sein. Also man kann eben hier dieses Snapping eben ein- und ausschalten. Und wenn man eben jetzt Objekte in die Nähe eines anderen Objekts, das eben snappen kann, bringt, wird eben dann eine Voransicht gezeigt. Wir sehen jetzt eben in Blau, dass dieses Objekt, wenn ich die Maustaste auslassen würde, sich automatisch dementsprechend docken würde. Gleiches gilt eben für die andere Richtung. Also man kann dementsprechend halt diese Objekte dann schnell aneinander befestigen. Und ich kopiere einfach nochmal den Förderer, den wir jetzt hier definiert haben, um das nochmal zu zeigen. Also man kann eben dann diese Aneinanderhängung der einzelnen Objekte eben beschleunigen, dass man eben da mit einem bestimmten Abstand dann diese Objekte oder diese Förderer in meinem Beispiel dann eben dementsprechend andockt. Und dieses Snapping-Objekt lässt sich eben an einem Bumper, an einem Förderer oder an einem Payload anbringen und somit kann man eben Anlagen schneller aufbauen. Besonders wenn man eben gerade dabei ist, sich eine Bibliothek zu bauen mit den Standardelementen, bietet sich auch an, dann dementsprechend ein Snapping-Objekt anzubringen. Und das war's schon mit diesem Tutorial-Video. Viel Spaß mit der Simulation.